Stille. Wo früher das Dröhnen von Maschinen die Luft erfüllte, regiert heute nur noch das Flüstern des Windes. Die Natur wartet nicht darauf, dass wir gehen. Sie holt sich einfach zurück, was ihr schon immer gehörte. Alles begann im Jahr 1873. Über ein Jahrhundert lang wurden an diesem Ort Steine für die Ewigkeit gebrannt. Diese feuerfesten Materialien trotzten einst in extremsten Temperaturen in den Hochöfen der Welt. Doch gegen die Zeit ist selbst der härteste Stein machtlos. Seit dem endgültigen Aus im Jahr 1998 verfällt dieses Monument der Industriegeschichte. Es ist eine apokalyptische Kulisse, ein Blick in eine Welt nach dem Menschen. Willkommen an einem Ort, den die Zeit vergessen hat. Moin Leute und willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Enzo und ich sind wieder unterwegs, diesmal nicht in Belgien, sondern in unserem Heimatland Deutschland. Und nach so vielen Wohnhäusern wird es mal Zeit für Industrie. Dementsprechend sind wir heute in einer ehemaligen Fabrik für feuerfeste Materialien. Ich habe mein Handy hier noch offen, weil ich euch gerade kurz sagen möchte, dass die 1890 gegründet worden ist und 1997 die Produktion eingestellt hat. Dementsprechend ist das ganze Ding hier schon über 20 Jahre verlassen. Das sieht man auch. Trotzdem gibt es hier noch coole Ecken, die es sich lohnt mal anzuschauen. In dem Sinne wünsche ich euch viel Spaß bei dem Video. So, da könnt ihr es schon sehen. Hier sind wir gerade reingekommen, haben uns schnell reingesneakt. Aber hier seht ihr schon, wie die eigentliche Gebäudesubstanz ist. Da geht es auch noch runter. Das kann man sich auch ersparen. Aber auch wenn wir nach oben schauen, da kommt schon Putz runter. Hier überall geht der Putz ab. Die Tapete, die ehemalige, was auch immer das gewesen ist, löst sich hier überall schon komplett ab. Die Metallstreben rosten alle schon. Und hier sind in dem Nebengebäude auf jeden Fall schon so, ja, ich würde sagen, kleine Geschäftsräume gewesen. Wie auch hier. Hier war wahrscheinlich der ehemalige Eingang mit so einem schönen Sichtfenster. Da kann man nach draußen schauen. Das sparen wir uns aber jetzt. Kann mir einer sagen, was das ist? Ich weiß es nicht. Es könnte ja wahrscheinlich so ein Deko-Ding sein. Oder vielleicht auch ein Tank oder sowas. Nee, doch nicht. Wahrscheinlich dann doch eher Deko. Auf jeden Fall der Zustand hier schon wirklich grenzwertig. Boah Leute, ist das kein cooler Blick. Hier auf jeden Fall noch so ein richtig schön altes Treppengeländer. Das ist auf jeden Fall nicht von 1800. Das ist auf jeden Fall neuer und moderner. Sieht so ein bisschen nach 70er, 60er, 70er aus. Vielleicht auch 50er. Auf jeden Fall nicht neuer. Und da oben auch. Alter Schwede. Selbst unter der Treppe, die aus Steinen ist, sonst würde ich hier gar nicht gehen. Aber auch hier löst sich schon alles ab, was tapeziert worden ist. Hier ist noch so ein richtig cooles Fenster. Müssen wir ein bisschen vorsichtig sein. Aber hier ist so eine richtig alte Schatzkammer. Ich hole mal eben die Taschenlampe dazu. So, schaut mal hier. Wir gehen mal ein Stück rein. Hier sind auf jeden Fall noch unfassbar viele alte Sachen. Hier ist ein altes Regal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so Postkästen gewesen sind. Auf jeden Fall noch ein paar alte Schränke dabei und Sideboards bis nach da hinten. Ich kriege jetzt mal nicht ganz rein, wobei, doch tue ich, weil da vorne auf dem Fass liegt was mich interessiert. Das sieht aus wie eine Liste. Und zwar ist das hier eine Liste von einem Herrn H. von 1963 und es ist eine Entlohnungsliste. Also hier steht drauf, wie viele Stunden derjenige gearbeitet hat und was er dafür bekommen hat. Das ist Wahnsinn. Der hat zum Beispiel hier, mal schauen, was ich am sinnvollsten lesen kann. Hier unten, 43 Stunden hat er in dieser Woche gearbeitet und hat dafür 150 Euro, der D-Mark wahrscheinlich damals noch, wir reden ja hier von 1963, 150 D-Mark und 59 Pfennig bekommen. Das ist ziemlich krass, also das ist ein Relikt. Das mega, könnt ihr sehen hier. So ein bisschen, ich blende es wahrscheinlich, aber das ist wirklich cool. Das muss man sagen. Okay, ich krieche jetzt hier wieder aus dem Tunnel raus, denn hier gibt es noch so viel zu sehen, was sich eher lohnt. So drüber von hier seht ihr es auch. Hier blüht schon wieder ein Baum mittendrin. Super cool. Und das da ist die eigentliche Produktionshalle. Da gehen wir gleich noch rein. Wir schauen uns aber jetzt hier drin noch mal kurz um. Ich gehe mit euch auf jeden Fall da noch mal hoch. Oh, hier ist auch wieder so ein alter Büroraum, den können wir uns sparen. Aber guckt mal bitte das hier. Das ist zum einen super krasser natürlicher Verfall, weil da alles voller Moos ist, da die Feuchtigkeit an den Wänden ist.
Aber auf der anderen Seite hat es ja auch gebrannt, wie ihr sehen könnt. Die ganzen Balken, alle angeschmort und oxidiert. Und die Lampe hier, Alter. Schaut mal, wie die hier runterhängt. Das ist der absolute Wahnsinn. Und dann da vorne das Fenster zur Straße, da gehe ich jetzt mal nicht hin, da laufen Leute. Aber die Lampe, hier ist noch so ein Wahnsinnsraum. Schaut euch das mal an. Wie die Gardine hier bitte runterhängt. Und hier auch noch so ein alter Kronleuchter. Wie schön das Licht da reinkommt. Boah, das ist traumhaft schön. Also für jemanden, der Verfall mag, natürlich. Auch da oben kommt die Tapete wieder von der Wand. Mega. Und hier unten, alles was schon runtergerieselt ist, liegt hier einfach rum. Wahnsinn. Das ist auch wieder eine Mischung aus natürlichem Verfall. Ein bisschen Vandalismus dabei, würde ich sagen. Aber das gucken wir uns trotzdem noch mal ein bisschen aus der Nähe an. Boah. Ja, auch hier, schaut mal. Alles schon runtergekommen, die Decke oben gibt nach. Da fehlt es sogar schon teilweise ganz. Der Balken ist auch nicht mehr so ganz in Schuss. Aber mega geil. Da wächst schon wieder die Natur raus. Ich bin mal vorsichtig mit dem Fenster hier hin. Richtig cooler grüner Heizkörper. Und dann hier, schaut mal. Ist das nicht ein geiles Motiv? Apropos geiles Motiv. Guckt euch bitte mal diesen Raum an. Also hier ist die Natur komplett zurück, Leute. Der wächst Farn. Hier bröckelt alles runter. Da wachsen schon wieder Pflanzen und Bäume Richtung Fenster zum Licht. Während da oben das Dach nachgibt. Aber da ist natürlich der schöne Wasserschaden, wie ihr da oben sehen könnt. Dann tropft das alles schön hier runter und füttert hier richtig schön die Pflanzen. So, letzter Raum von diesem Gebäude. Hier seht ihr noch, hier waren früher vermutlich Aktenordner einsortiert. Aber guckt mal bitte, der Dachbalken da oben. Der ist komplett eingestürzt und ist auf das Regal gefallen. Das Regal hält diesen Dachbalken. Dementsprechend möchte ich hier eigentlich gar nicht lange sein, sondern gehe lieber wieder zurück. So, ich habe hier gerade Scherben gehört. Ich weiß nicht, ob das der Enzo war, der irgendwo drüber gelaufen ist. Hier war auch eben noch ein anderer Fotograf. Vielleicht war der es auch. Ich weiß es nicht. Okay, müssen wir auf jeden Fall ein bisschen vorsichtiger sein. Von hier aus der Blick von hier oben ist aber auch noch cool. Den will ich euch nicht vorenthalten. Das sind alles noch Fabrikhallen mit Ofen. Ein riesen Schornstein da hinten. Den nehmen wir natürlich gleich auch noch mit. Aber jetzt gehen wir erstmal runter und gehen nach drüben. Leute, guck mal das Schild. Vorsicht, über 1,82 Kopfeinziel. Ich glaube, das hat sich hier erledigt. Hier ist alles runtergekommen. Boah, schaut mal hier, könnt ihr das sehen? Ich weiß, was das ist. Das sieht aus wie so eine Rutsche von oben. Vielleicht ist es auch ein Ofen oder so für die Materialien. Ich komme leider nicht näher dran, aber wie ihr sehen könnt, hier ist alles eingestürzt. Das ist auf jeden Fall ein richtig schön rostiger Ofen. So, jetzt sind wir auf jeden Fall in einer alten Maschinenhalle oder sowas in der Art. Was auch immer hier hergestellt worden ist. Das sieht aus wie so eine Grube hier auf jeden Fall. Die ist aber zu und ich glaube, da ist auch Schutt drin. Aber da hängt sogar noch der ganze Kran. Könnt ihr das sehen? Komplett mit Haken. Wahnsinn, ey. Der ist auch schon richtig alt. Von D-Mark 3 Tonnen kann der ziehen. Hängt da oben dran. Und ich würde sagen, das sieht aus wie so ein Motor oder sowas, ne? Sondern eine Heizung. Motor, was erzähl ich denn da? Das ist eine Heizung. Mit einer Lüftung daneben direkt. Darunter das bunte Graffiti, das ist doch schon irgendwie so ein bisschen... Das ist doch ein pures Lost Place Bild hier, oder? Hammer. Ja, und ansonsten seht ihr auch hier alles leer und runtergekommen. Aber das hat schon wieder so einen postapokalyptischen Vibe. Da gegenüber ist eine Firma, da müssen wir aufpassen. Ah, herrlich. Hier ist Vorsicht Hochspannung. Stromhäuschen. So einen ganz alten Feuerlöscher davor, Leute. Auch nice. Aber, doch, da werfen wir doch mal einen Blick rein. Das sieht gar nicht schlecht aus, aber ihr seht, es ist zappenduster. Oha. Das waren hier die ganzen Schaltschränke, würde ich sagen. Ja, da ist noch die Ampere-Anzeige. Boah, und hier war alles drin, aber bar ist das richtige Wort. Kein einziger Kupferdraht hängt hier noch.
Sieht aus wie ein eigenes Umspannwerk oder sowas, ne? Auch hier. Ja, hier ist alles, was am Kupferdraht überhaupt hier mal gewesen ist. Ist alles weg, Leute. Selbst hier in dem Schaltschrank. So, ich bin jetzt auf einem riesigen Innenhof. Und vor mir ist eine Halle und rechts von mir ist eine Halle. Aber in Anbetracht der Sichtbarkeit hier gehe ich jetzt erstmal in die erste Halle rein. Und das ist postapokalyptisch, Leute. Des Grauens. Richtig, richtig cool. Das hat so richtig Last of Us Flair, muss ich sagen. Also wer das Spiel von euch kennt. Ich drehe die Kamera mal um, das müsst ihr sehen. Schaut mal, da geht's rein. Hier ist schon alles zugewachsen. Die ganzen Platten da oben sind alle weg. Halb abgebrochenes Lüftungsrohr. Aber bitte, was ist das hier für eine postapokalyptische Stimmung? Überall hier Moos auf dem Boden. Die Pflanzen wachsen im Innenhof. In dieser riesen Halle. Ich weiß gar nicht, ob ich euch die Dimensionen überhaupt klar machen kann. Aber am besten mache ich das, indem ich da mal reingehe, bevor mich der Wildmann-Macher da oben noch erschlägt. So, schaut mal hier. Hier wachsen auch schon die Bäume komplett in die Halle rein. Hier ist ein ganz riesengroßer Moosteppich, Leute. Da hinten ist noch ein riesen Busch da, mittendrin. Und dann diese riesengroße Halle. Und da ganz oben, da pendelt noch so eine ganz einsame Industrielampe. Und diese Geräuschkulisse hier, es ist wie in einem Zombiefilm. Hier hat auf jeden Fall jemand ein Feuer gemacht, aber was richtig creepy ist, das muss ich euch noch zeigen. Guckt euch mal bitte ihn hier an. Das hat richtig Postapokalyptik, oder? Eieiei. So, vielleicht könnt ihr so ein bisschen erahnen, wie groß diese Halle ist. Also es sind locker bis zur Decke 20 Meter, 25 Meter. Riesengroß hier. So könnt ihr das vielleicht auch nochmal sehen. Das kriegt man in einem Video nie, diese Dimensionen, klar. Aber riesengroß. Gefällt mir richtig gut. Das ist eine Halle hier. Ich glaube, hier würde ich mich zurückziehen, wenn Armageddon ist. Das ist so die richtige Stimmung dafür. Gut, genug geschwafelt. Wir gehen jetzt mal weiter. Da vorne ist auch noch eine Halle, bevor wir uns dann hier in die nächsten Gebäude reinwagen. Guckt mal hier. Auch hier wieder riesengroßer Moosteppich überall. Hier war ein Häuschen, in dem sogar noch die Lampen drin sind. Falls ihr das sehen könnt. Schaut mal, da oben. Immer noch die Lampen da. Trotzdem hier auch schon alles zerkloppt. Aber zum Thema feuerfeste Materialien. Dazu gehören natürlich auch Dachziegel. Die wurden hier scheinbar auch hergestellt. Und das sind noch Restbestände davon. Aber das ist auf jeden Fall ein Relikt dieser Firma, was hier früher auf jeden Fall mal hergestellt worden ist. Schaut mal hier auf dem Hof. Das ist noch so ein alter CD-Player mit Radio und Tuner. Wer kennt das Ding noch? Könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben. Also ich hatte so einen noch im Kinderzimmer, so ähnlich. CD oben drin, Kassettendeck unten drin mit Dubbing-Funktion. Das heißt, du konntest Kassetten super schnell überspielen. Ja, für die, die zuschauen und nicht wissen, was eine Kassette ist, da haben eure Eltern früher Musik mitgehört. So, boah, Wahnsinn, schaut euch diesen Blick mal an. What a view, sag ich nur. Also, das war kein Treppenhaus. Das heißt, ich muss jetzt da vorne auf jeden Fall rein. Da, und dann gehen wir mal gucken, ob wir da oben noch entspannt hinkommen, würde ich sagen. So Leute, wenn man natürlich im falschen Gebäude ist, kommt man nirgendwo rein. Ich bin jetzt an der Straße nochmal vorbeigehuscht. Da kommt jetzt gerade die Bahn. Ist aber nicht schlimm. Ich würde sagen, wir gehen jetzt hier mal geradeaus. Einfach rein und gucken mal, was uns hier erwartet. Weil ich glaube, dass wir hier auf jeden Fall in die ganzen Werkshallen kommen. Beziehungsweise, dass hier Sachen gemacht worden sind. Genau. Da ist eine Treppe, die geht noch nach oben. Und hier sind überall die Öfen. Ich gucke aber noch mal eben hier um die Ecke, dass wir hier nichts fürs Video vergessen. Wobei ich das nicht glaube, aber oh ja, guckt mal hier. Da erzähle ich euch eine von Brennöfen und ladet schon vorbei. Das sind doch hier alles Brennofkammern, oder? Brennofkammern, ich habe heute ein Deutsch, Leute. Brennöfen, würde ich sagen. Da konnte man damals wahrscheinlich die ganzen Sachen reinschieben und brennen lassen. Vielleicht auch die Ziegel. Boah, und hier ist schon wieder so eine Halle. Guckt euch das mal an. Hier holt die Natur sich auch wieder alles zurück. Wieder mittendrin in diesem postapokalyptischen Gebäude mit dem Dach da oben. Einfach dieser Kran, Leute. Wie geisteskrank ist das Motiv denn bitte?
So Leute, hier sind wir unten und zwar an den Brennöfen. Das sind große Öfen. Das ist auch da, wo der Schornstein dran hängt. Das ist der Wahnsinn. Das könnt ihr hier sehen, hier sind die ganzen alten Rusty-Leitungen noch dran. Ich hoffe, ihr seht einigermaßen was. Ich drehe mich mal rum. Hier sind auch noch so Tonformen, wie ihr sehen könnt. Das ist Wahnsinn. Die Rückseite der Brennöfen von eben sind hier. Aber das ist hier, liegt alles noch voll. Und das Schöne ist, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, und das machen wir natürlich auch, ist diese offene Tür. Man kann tatsächlich in den Ofen rein. Und das machen wir jetzt gemeinsam. Wahnsinn. Guckt euch das an. Und dann ist das hier ein Riesengewölbe. Ich hoffe, ihr könnt es einigermaßen erkennen. Da oben ist ein kleiner Abzug. Und ansonsten ist das hier so eine halbrunde Kuppel. Und hier überall so Vorsprünge. Schaut mal. Ich vermute mal, dass von hier aus dann auch irgendwas reingeschoben worden ist oder vielleicht auch das Feuer angefacht worden ist. Hier unten sind kleine Löcher im Boden, vielleicht auch um Zugluft herzustellen. Direkt daneben, neben dem Ofen, hier noch der alte Aufzug. Der ist auch tatsächlich noch hier, Leute. Guckt euch das mal an. Wow. Da ist sogar noch... Ich weiß, ich werde sie dort pixeln müssen. Ich kann auch nicht ganz reingehen. Aber da sind sogar noch altdeutsche... die altdeutsche Schrift ist da sogar noch drauf. Guckt euch das bitte mal an. Das ist doch mal so richtig apokalyptisch hier. Alter Schwede, wie aus einem Horrorfilm, wie bei Silent Hill im Krankenhaus oder so. Wahnsinn. So, ich war gerade schon wieder auf dem Weg in die andere Richtung. Da laufe ich hier vorbei und sehe diese Brille hier. Schaut mal. Boah, das ist eine Acrylbrille. Aber auf jeden Fall keine Schutzbrille, würde ich sagen. Ich mache die Taschenlampe mal an Seite. Die brauche ich gerade nicht. Alter Schwede, guck mal. Wow. Wahnsinn. Ob das ein Relikt aus vergangener Zeit ist? Man weiß es nicht. So, bin wieder zurück im Flur. Da ist wieder der andere Fahrstuhlschacht von eben. Ja, ansonsten seht ihr hier, da gucken wir jetzt gleich nochmal vorsichtig da hinten durch das Fenster. Aber, was ich euch auf jeden Fall zeigen wollte, oha, das sind die Löcher, die Enzo meint, Leute. Da geht es brutal nach unten, da müssen wir aufpassen. Ist das hier. Das ist die Oberseite von dem Ofen, in dem ich gerade eben mit euch drin war. Das heißt, hier oben muss es verdammt heiß gewesen sein, wenn da unten gebrannt worden ist. Ihr könnt sehen, hier oben ist auch noch so die Luke, vielleicht für einen Abzug, aber das Ding hat doch, obwohl ich es eben gesagt habe, keine Verbindung zum Schornstein. Das wundert mich ein bisschen, ehrlich gesagt. Naja gut, wer weiß, warum es so war, aber das sieht geil aus, wie ein kleines UFO, was hier gelandet ist. Guckt mal bitte den Blick, Leute. Auch wieder super postapokalyptisch, das kaputte Fenster im Hintergrund. Hier wieder der ganze Moosteppich. So stellt man sich das auch in den Filmen vor, oder? Mega cool. Ansonsten hier auch noch eine alte Büroeinheit. Aber auch hier, alter Schreibtisch, komplett zerrottet. Ja, ich mag hier eigentlich gar nicht so weit reingehen. Aber ihr seht es ja da. Hier liegt alles rum und ich weiß nicht, wie der Boden darunter aussieht. Von da oben auf jeden Fall der coole Blick runter in die Halle, wo wir eben waren. Und hier, vielleicht war hier der Vorarbeiter, der hier rausgucken konnte, durch diese kaputten Fensterscheiben. Wahnsinn. So, schrauben wir uns hier eine Etage nach oben, aber ihr seht schon, hier müssen wir richtig aufpassen. So, bin hochgegangen und hier ist irgendwie durch den Verfall, durch die Halle, dort, da waren wir eben drin mit dem Kahn, das Dach ist hier weg. Und hier wachsen schon die ersten riesen Birken wieder raus, wie ihr sehen könnt. Das ist der Wahnsinn. Hier ist so ein richtig schöner Innenhof entstanden, der, wenn es noch in Betrieb wäre und in Stand wäre, sicherlich zum Verweilen einladen würde, oder? Wie seht ihr das? Aber ich glaube, das war es hier von hier oben auch schon. Wobei, nein. Ha, Leute, das kann ich euch nicht vorenthalten. Hier stehen tatsächlich noch ein Maschinenpodest, würde ich sagen. Aufpassen, dass ich hier in kein Loch trete. Jo, ein Maschinenpodest. Da ist schon auf jeden Fall irgendwas drauf. Und hier steht sogar noch was drauf. Das sieht aus wie ein riesengroßer Motor. Ihr könnt hier sehen, überall. Ja, große, wie so ein Getriebe, ne? So ein Zahnradgetriebe. Hier auch so eine Welle.
Vielleicht war es hier tatsächlich ein Riesenmotor. Und ihr seht, theoretisch geht es noch aufs Dach, aber also da müsste ich wirklich sehr lebensmüde für sein. Da hängt auch noch was. Weiß nicht, ein Gaskanister oder sowas. Ne, mit Wasserhahn dran hier sogar. Und Sperrventilen. Wobei das auch wieder ein cooles Motiv ist, muss ich sagen, oder? Oh, hier noch eine Ecke. Auch wieder mit Moosteppich, aber auch sehr, sehr tiefem Loch. Das geht wirklich weit runter. Dementsprechend gehe ich jetzt mal nicht zu nah dran. Aber schön mit dem alten Gemauerten hier. Überall wächst Farn und Moos raus. Das ist halt Lost Place, Leute. Nicht nur das Wohngebiet oder das Wohnhaus, sondern auch sowas hier. Ah, schön. Wirklich, wirklich schön. Guckt euch das an. Da unten kann man in den Hof gucken, wo ich eben hergekommen bin. Aber diese Kombi mit den Fenstern, traumhaft. Ah, hier unten habe ich auch noch einen alten Schaltschrank gefunden. Da seht ihr die Armatur. Damit konnte man wahrscheinlich hier irgendwas bewegen. Da auch 2 Schalter. Und hier ein aus. Vielleicht Alarm? Ich weiß es nicht. Soll ich mal draufdrücken? Nö, passiert nichts. Okay. Hier liegt nur ein alter Stuhl rum, aber der ist auch nicht erwähnenswert. Ja, ich glaube, das war es schon fast von dieser Location. Wie gesagt, ich schaue mich nochmal um. Passiert noch was, hole ich uns dazu. Ansonsten sehen wir uns gleich im Auto. Aha, Freunde, da seht ihr es. Man findet doch hin und wieder nochmal was. Das hier ist ein Eingang zum Schornstein. Bevor wir da reingucken, möchte ich euch diesen riesen Container hier noch zeigen. Mit Wasserhahn dran. Ich weiß nicht, ob hier irgendwie Kühlwasser eingefüllt worden ist. Oder um irgendwas abzukühlen. Kann ich euch nicht sagen, aber das ist der Schornstein. Und ich würde sagen, wir werfen mal einen Blick nach oben. Da oben ist der Ausgang. Schaut mal hier. Miss Januar und Miss November. Ja, Miss Januar hat das Wesentliche schon abgerissen. Miss November ist noch in ihrer fast vollen Pracht, außer der Schimmel, hier komplett zu sehen, Leute. Wahnsinn. Einfach Wahnsinn. Naja, gut. Warum sollen die Männer, die hier in der Hitze arbeiten oder am Ofen, nicht auch ein bisschen Spaß haben und sich einfach hier ein bisschen Freude aufhängen, oder? Leute, eine Sache noch. Ich bin total verdutscht, das hätte ich eben eigentlich schon sehen müssen. Auf dem Hinweg habe ich euch dieses Gerät gezeigt. Von der Seite da hinten. Dabei ist hier alles offen und wir können hier reingucken. So, also nochmal, das sieht aus wie ein Mahlwerk, eine Mühle oder sowas. Ich kann euch nicht genau sagen, was es ist. Ich könnte auch hier jetzt hoch, aber bei der Gebäudesubstanz traue ich ja noch nicht mal mehr im Stahlträger. Also wer weiß, was das ist, schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Würde mich mega interessieren. Der Enzo, der streunt da hinten rum. Guckt da nochmal. Da gehe ich jetzt auch nochmal hin. Und wenn da nichts mehr ist, würde ich sagen, war es das. So Leute, das war es tatsächlich da drüben. Das ist ein Wohnhaus, da ist gar nichts mehr drin. Das ist nur wie das andere auch am Anfang. Das lohnt sich nicht. Ich hoffe, ihr nehmt es mir nicht übel, dass ich heute viel vor mich hingestammelt habe. Ich bin ein bisschen erkältet, aber ist vollkommen egal. Ich hoffe, das Video hat euch trotzdem gefallen. Wenn ja, liken, kommentieren, abonnieren. Ihr kennt das. Helft mir auf dem Weg zu den 1000 Abonnenten. Und ich sage wie immer, bis zum nächsten Mal. San Francisco.